Hey, ihr seid's wieder. Das ist gut. Ich wollte heute mal darüber reden, warum es gut ist, wenn man erkennt, dass man auch ein Arschloch ist. Versteht es jetzt bitte nicht falsch. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich selber irgendwie schlecht redet oder dergleichen, sondern es geht um etwas wirklich sehr Wichtiges, nämlich dass man immer in der Lage ist, sich selbst irgendwie auch so zu sehen, wie man ja auch ist. Dieser Gedanke erschloss sich mir, als ich über Spiritualismus nachdachte. Übrigens ist es heute sehr windig. Ich hoffe, dass das irgendeinen Effekt hat hier mit meinem kleinen Ansteckmikro. Na, das werden wir ja dann sehen. Jedenfalls, es ging damals darum, dass ich mir dachte, ist man nun das, was man selber denkt? Oder ist man derjenige oder diejenige oder das, was andere sich über einen denken? Ja? Also bin ich jetzt derjenige, von dem ich sage, ich weiß ja am allerbesten, wie derjenige ist, nämlich ich. Ich kenne mich in allen 1000 Situationen, in allen Milliarden Situationen, in denen ich war. Und andere kennen mich natürlich nicht so, sondern haben vielleicht ein sehr, sagen wir mal, oberflächliches Bild von mir. Und man ist ja immer dazu geneigt zu sagen, so ungefähr, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Wissen Sie, also was denken Sie denn, wer ich bin? Und solche Redensarten, das kennt man ja. So nach dem Motto, andere wissen nicht, wer ich bin. Ja? Das hat also auch sehr viel mit diesem Gehabe zu tun, dass jemand jemandes Titel kennen muss, damit er weiß, wer derjenige ist und so weiter. Aber es hat auch was damit zu tun, dass man eben, wie gesagt, denkt, man habe von sich selbst immer das beste Bild. Und diese Überlegung, die führte dann dazu, dass ich mir dachte, warum soll denn das, was andere über mich denken, falsch sein? Es ist doch zumindest ein Aspekt. Je weniger jemand mich kennt, desto geringfügiger ist der Aspekt vielleicht. Aber es ist ein gewisser Aspekt, den man nicht leugnen kann. Und genauso wenig würde ich ja von mir sagen, ich wüsste nicht, wer jemand ist, wenn ich den sehe und irgendwie beurteile. Nun gibt es natürlich 1000 spirituelle Weisheiten, die da sagen, du sollst gar nicht so viel beurteilen, ne? Du sollst dies nicht, sollst jenes nicht. Aber Fakt ist, dass ja jeder dauernd beurteilt. Und das hat auch seine Nützlichkeit. Also du erfasst etwas in einer Gänze, was natürlich eine, wenn du so willst, unendliche Tiefe hat. Na, du kannst aber nicht wirklich in jemandes Haut schlüpfen. Du kannst nicht quasi dessen Leben nochmal leben, um zu ergründen, wer dieserjenige wirklich ist, sondern du bildest dir eine erstmal oberflächliche Meinung, wer oder was, du kategorisierst das, ja, das ist ein Typ, der würde das und das tun oder das und das sagen und so, und dann im Laufe der Zeit, da wird das natürlich immer tiefer, das Verständnis für denjenigen, aber es ist von vornherein nicht falsch, würde ich sagen, jemanden so zu beurteilen. Und das kannst du also bei dir selber auch anwenden. Ne? Du kannst also sagen, so wie andere dich sehen, so bist du natürlich auch. Und natürlich ist es so, mal ganz ehrlich, dass man ja dauernd über jemanden denkt, der sei nicht... Also man hat nicht nur angenehme Gedanken, das ist einfach die Wahrheit. Und die Heuchelei, dass immer Leute sagen, sie haben nur angenehme Gedanken und alle Leute sind ihre Freunde und so, das finde ich unerträglich. Wirklich wahr, ich finde es unerträglich und geradezu lächerlich. Sondern die Wahrheit ist, dass jeder sowohl gute wie auch schlechte Gedanken hat über andere. Und ich würde sagen, das trifft sogar auf die besten Freunde zu, dass man manchmal denkt, jetzt verhält er sich wie ein Arschloch oder so. Und genauso kannst du glauben, dass andere von dir das so denken. So bist du also, wenn du diesen Gedanken nicht sofort ad absurdum legst in deinem eigenen Denken, ne? Dass du sagst, na, das kann ja nicht sein, ich bin ja überhaupt gar kein Arschloch. Es hat also in gewisser Weise auch seine Richtigkeit. Und du kannst mit dieser, ich nenne es mal Methode, einfach auch gut erkennen, welche Aspekte an dir vielleicht problematisch sind, zumindest aus der Sicht anderer.
Und warum sollte die Sicht anderer immer falsch sein? Für mich persönlich hat sich das mal ausgezahlt und ich will kurz sagen, inwiefern. Also ich hatte früher mal eine Krankheit namens Colitis ulcerosa. Das ist so eine entzündliche Darmerkrankung und habe da über Jahrzehnte Medikamente genommen und so weiter. Und das war routinemäßig so. Man kam hin und hat große Packungen ausgehändigt bekommen und die hat man dann runtergeschluckt. Und trotzdem wurde diese Sache nicht unbedingt besser oder so, sondern es zergelte sich so viele, viele Jahre hin. Und ich war mit etwas gesegnet, würde ich sagen, was mancher nicht so hat. Und es ist ein Ego, was von vornherein nicht so riesig war. Also, und dann hatte ich mal das Buch gelesen von dem, das hieß Krankheit als Weg von Herrn Rüdiger Dahlke. Sehr hervorragendes Buch, würde ich sagen. Und da stand sowas drin. Also man solle sozusagen eine Krankheit als auch ein Anzeichen für etwas begreifen, für etwas Äußerliches, für eine Wesensart. Und ich war aufgrund meines nicht so hervorragenden oder nicht so starken Egos irgendwie in der Lage, das auch anzunehmen und habe mir damals gedacht, ich weiß nicht, ob das in dem Buch stand oder ob ich es mir selber gedacht habe, aber irgendwie dachte ich mir, naja, ich benehme mich eben und manchmal auch wie ein Arschloch. Und zwar weiß ich noch, dass es damals darum ging, dass ich Entscheidungen nicht treffen wollte oder konnte oder so geneigt war, mich oftmals rauszuwuseln oder rauszuwieseln, sagt man, aus Sachen. Und diese Sache an mir zu erkennen, war eben wichtig, damit ich dann diese Krankheit Colitis ulcerosa überwinden konnte im Laufe der Zeit. Das ging also ein paar Jahre. Und das hatte auch was damit zu tun, dass ich merkte, dass überhaupt die Gedanken Kraft haben, überein. Die Gedanken haben Kraft über die Materie und das war ja dann der Ausgangspunkt für die Philosophie des Spiritualismus. Im Spiritualismus übrigens ist es natürlich völlig klar. Natürlich bist du auch das, was die anderen über dich denken. Manchmal, wenn man sowas sagt, dann sagen Leute, ich habe das schon erlebt, dann sagen Leute, nee, ich bin doch nicht das, was du denkst. Aber ich habe das dann so gesagt. Stell dir mal vor, ich denke über dich, ich habe was Angenehmes gesagt. Stell dir mal vor, ich denke über dich, du bist eine ganz tolle Frau. Und ich zeige dir das, indem ich meine Wertschätzung einfach körpersprachlich übermittle. Und du denkst dann natürlich von dir auch, dass da an dir etwas ist, etwas Positives. Und auf diese Art und Weise übermitteln sich Informationen. Manchmal können wir das benennen, wie es kommt. Manchmal kommt es durch Sachen, die wir gar nicht bemerken. Also wer da nicht so aufmerksam ist oder wer das überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen hat, für den sind ja körpersprachliche Informationen gar nicht so offensichtlich. Ne? Und trotzdem kommt die Information an, man spürt es. Und man ist also, und ich rede ja immer davon, dass die Informationen sich noch auf 1000 Wegen mitteilen, die wir nicht benennen können. Ja? Also wir können ja von den Informationen, die es gibt, nur einen ganz kleinen Bruchteil wahrnehmen. Wenn man bedenkt, dass also das sichtbare Licht nur ein ganz kleiner Anteil des im Raum befindlichen elektromagnetischen Strahlung ist, dann macht es das vielleicht deutlich, was ich meine. Aber der Mensch ist ja immer geneigt, die paar Eindrücke, die er hat, für das zu nehmen, was die ganze Realität ist. Ja? Oder beispielsweise, wenn, vielleicht hilft es auch dieser Gedanke, wenn irgendwas hinter dir ist, was du nicht weißt. Ich kann das ja jetzt mit der Kamera sehen hier, was hinter mir ist. Ah, da kommt jemand, glaube ich. Ja, tatsächlich. Wenn irgendwas hinter dir ist, was du nicht weißt, weil du einfach in eine bestimmte Richtung schaust und du siehst also bloß das, was vor dir ist. Du kannst nicht sehen, was hinter dir ist und es ist aber doch genauso da. Das ist also der Gedanke dabei. Wie hat mir das also geholfen? Ich habe, würde ich sagen, dadurch gewonnen,
dass ich an mir selber bestimmte Sachen wahrnehmen konnte, wo ich sagen konnte, ja, das ist ganz klar Arschlochverhalten. Und dass ich es mache, hat mir natürlich so gar nicht gefallen, weil ich hatte eigentlich von mir immer das Bild natürlich so wie jeder. Ne? Du bist ohne Tadel und Arschlochverhalten zu haben, das ist eigentlich eine Sache, das möchte man gar nicht so gerne wissen, sowas. Deshalb nimmt es wahrscheinlich auch niemand so wahr, deshalb müssen die Leute zum Psychiater gehen, die dann nicht sagen, du bist ein Arschloch oder so, aber die sagen, hier haben wir ein problematisches Verhalten, könnten Sie dies oder jenes vielleicht versuchen zu ändern. Vielleicht ist das auch der bessere Weg beim Psychiater, das alles zu machen. Aber manche Leute gehen eben nicht so gern zu Psychiatern und ich finde, es hat auch was für sich, weil letzten Endes entdeckt man doch eine ganze Menge mehr, als jeder Psychiater an dir entdecken kann, wenn du selber über dich nachdenkst. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch konstruktiv ist. Nicht nur auf so eine Art und Weise, die schmeichelt und wo du dir sagst, ja, ich bin ja wirklich großartig, sondern wo im Grunde mal alles zur Sprache kommen kann. Auch die Dinge, die ein bisschen unangenehm sind. Und das Zweite, was man dann kriegt, also man kann über die Probleme nachdenken, das ist das eine. Aber man entspannt auch ein bisschen, weil man muss ja gar nicht dauernd der strahlende Held sein. Ja? Man ist eben manchmal der strahlende Held, ja, sowas kommt vor. Aber in der meisten Zeit ist man doch eigentlich bloß ein ganz normaler Typ und versucht, sagen wir mal, sein Leben Schritt für Schritt im Griff zu haben, zu meistern. Und man verhält sich volatil, man versucht es anders zu machen. Ich würde sogar sagen, dass diejenigen, die sich über diese Tatsache im Klaren sind, das sind meiner Ansicht nach die Besseren. Weil dieses überbordende Ego und so, das ist ja etwas, was meiner Ansicht nach das ganze Schlimme auch in die Welt bringt. Na, dieses dauernde, ich weiß, wie die Dinge zu sein haben und so müssen sie eben sein und mein Wille geschehe und so. Wenn das verbunden ist mit so einer Art, also mit so einem Ego, was quasi keinerlei Widerspruch und damit auch keinerlei Nachdenken zulässt, dann ist das, würde ich sagen, für denjenigen wirklich schlecht. Für denjenigen schlecht und für die Welt schlecht, wenn derjenige zufällig in eine höhere Position kommen sollte. Und ich glaube, diejenigen mit so einem starken Ego, die sind sogar noch eher prädestiniert dafür, in hohe Positionen zu kommen, als diejenigen, die ein wenig moderater sind. Ich könnte das jetzt hier wahrscheinlich noch ausbauen, aber ich will es mal dabei bewenden lassen. Einfach der Gedanke, den doch jeder mal so einsinken lassen kann, kann ich das Arschloch in mir entdecken? Denn wie gesagt, du kannst sicher sein, dass die Leute nicht nur positiv über dich denken und was andere denken, ist ebenso relevant in einer Welt aus Gedanken wie das, was du selber über dich denkst. Ach so, und was ich noch sagen wollte, und das muss ich wirklich noch einschieben, also meine Krankheit, die verflüchtigte sich im Laufe der Zeit aus meiner Sicht deshalb, weil ich loslassen konnte von all diesen Zwängen, die mich bis dahin sehr im Griff hatten. Und ein wichtiger Punkt dabei war, dieses eigene Arschlochverhalten zu erkennen und dann auch zu akzeptieren und zu versuchen, das besser zu machen. Das hat also vieles in meinem Leben verbessert. Stichpunkt, immer ehrlich sein. Also immer versuchen, ehrlich zu sein. Das macht nimmt so viel Stress raus. Ja? Du musst also nicht versuchen, irgendjemand anders zu sein, der schöner ist, besser oder charakterlich stärker als du selber bist, sondern charakterlich stark ist man, wenn man dieses Streben überwindet, irgendwie fake zu sein. Ja? Man sagt ja auch zum Beispiel bei Tapferkeit, tapfer ist ja nicht derjenige, der keine Angst hat, sondern jemand, der nie Angst hat, der ist verrückt. Angst zu haben ist eine gute Sache. Sie im richtigen Moment zu überwinden, darum geht's. Das ist dann Tapferkeit.
Und genauso ist es eben mit diesem einen starken Charakter haben. Ne? Starker Charakter ist nicht, wenn man irgendwie besonders spiegelt, man sei stark und Kinnmuskelspanner sein und ja, posen, sondern charakterlich stark ist meiner Ansicht nach, wenn man auch mal seine eigenen Schwächen kennt und sagt, okay, hier nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Und wie gesagt, das hat mich direkt geheilt. Und jemand, der das vielleicht sieht und sagt, er hat auch das Problem, und ich weiß, dass es ganz viele haben. Ich habe in meiner eigenen Familie erst manchmal nach vielen Jahrzehnten erfahren, dass dieses Problem also mehrfach vorliegt. Vielleicht, weil da eine gewisse Veranlagung ist oder so. Aber darüber reden die Leute nicht so. Ne? Die verbringen ihr ganzes Leben damit, dass sie solche Probleme haben und reden darüber nicht. Deshalb ist es vielleicht ganz schön, wenn es mal so ein bisschen Verbreitung findet. Bis dann erstmal. Tschüss.